Ich heiße Heva Hussin, ich komme aus Syrien und ich bin seit 2015 in Österreich. Ich habe seit 2018 asylberechtigt, eine öffentliche Asylberechtigung, also ich kann weiter hier in Österreich leben. Und ich mache gerade eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau im Textilbereich. Und ich freue mich sehr und bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich mache eine Ausbildung, eine kurze Ausbildung in der Verkaufsbereich, in der Textilbereich. Also ich arbeite in einem Geschäft. Am meisten bei meiner Arbeit gefällt mir das Kontakt mit den anderen Menschen, weil in meinem Bereich kommen viele Menschen von verschiedenen Ländern und verschiedenen Alter. Gefällt mir das Kontakt mit anderen Menschen und auch manchmal zum Beispiel kommen ältere Menschen oder behinderte Menschen, die sich zu schwer ist, einen Wunsch zu wählen. Und das macht mich Spaß und ich helfe die anderen sehr gerne und es freut mich, dass ich die anderen Menschen bei einem Wunsch oder einem Produkt zu kaufen, zu helfen. Natürlich, es war nicht so leicht, eine Arbeit zu suchen, weil es gibt verschiedene Arbeiten, verschiedene Stellen. Man muss am Anfang schauen, welche Stelle, die mir passen, welche Uhrzeiten, ob es Ausbildung ist oder Arbeit ist. Es war schon schwierig, aber natürlich, die wichtig ist, dass wir eine Hoffnung haben, dass man etwas finden, eine Arbeit oder eine Ausbildung und einfach nur weitermachen und weiter bewerben. Es war schon lange weg mit der deutschen Sprache, weil ich könnte nicht Deutsch sprechen, als ich nach Österreich gekommen bin. Und ich weiß noch, als ich ersten Tag in Österreich war, ich habe mit einer Dame gesprochen von Österreich, mit deutscher Sprache. Und die erste Gedanke, die ich gedacht habe, war so, wie kann ich diese Sprache lernen? Es ist so schwierig. Wie kann ich weiter hier arbeiten oder eine Ausbildung zu machen? Also es war schon schwierig mit der Sprache, hat ein bisschen gedauert, bis ich den Sprachekurs gemacht habe. Und danach nach ich Sprache gelernt habe, meine zweite Schritt war, eine Ausbildung oder eine Arbeit zu machen. Nämlich eine Ausbildung wegen meinem Alter. Ich bin 23 Jahre alt und habe immer das Wunsch gehabt, dass ich eine Ausbildung zu machen. Es hat schon ein bisschen gedauert, weil manchmal habe ich was gefunden, es hat nicht gepasst oder manche Stellen waren zu schwierig für mich wegen meiner Sprache oder manche Stellen musste ich länger in der Arbeit bleiben, das hat nicht gepasst. Aber am Ende habe ich Glück gehabt und habe diese Ausbildung als Einzelhandel gefunden und ich bin sehr zufrieden. Wegen meinem Alter und weil ich schon lange von meinem Heimatland weg bin, ich habe nicht dort gearbeitet, aber ich habe Schule besucht. Und den Unterschied zwischen hier und der Arbeit dort, es ist schon ein bisschen Unterschied. Ich habe dort nicht gearbeitet, aber ich kenne schon die Regeln, die hier ist und in meinem Heimatland ist. Es ist schon ein Unterschied. Nach der Sprache, so der erste Punkt, den ich immer sage, auch die Sprache, weil ohne die Sprache, man kann nicht weitermachen. Egal, ob eine Arbeit ist oder eine Ausbildung oder auch vielleicht Terminen, kann man nichts ohne Sprache machen. Also die erste ist die Sprache, die zweite, die kommt dann, weil wenn man die Sprache hat, dann hast du fast halbe Teil geschafft. Und der andere Teil ist bei einer Arbeit natürlich, es ist nicht so leicht, dass man schnell was bekommt, aber das braucht viel Kraft, viel Suchen, viel Geduld auch zu haben. Wichtig ist, dass man einfach bewerben und manche Frauen haben auch manchmal Angst, bei der ersten Gespräch zum Beispiel, einfach keine Angst haben, alles sagen, was man kann, alles sagen, welche Erfahrungen, die wir haben, früher gehabt, das hilft sehr. Ich bin alleine hier gekommen mit meinem Mann und meine Familie sind leider nicht da.
die sind schon in Heimatland. Natürlich, er hat eine große Rolle gespielt. Er hat immer mir Hoffnung gegeben, dass ich etwas finde, in Zukunft eine Ausbildung machen oder eine Arbeit zu finden. Er hat schon eine große Rolle gehabt und ich habe selber auch immer diesen Wunsch gehabt, dass ich etwas machen möchte nach der Sprache. Und die Rollen, die Frauen hier in Österreich und unsere Heimatland natürlich, es gibt schon Unterschied, weil die Anzahlung, die Frauen, die bei uns arbeiten, sind wenig als Österreich. Also weniger Frauen bei uns arbeiten als hier. Aber hier sieht man, jeder muss einen Job haben, jeder muss eine Arbeit oder etwas lernen. Also muss es weitergehen. Und das sieht man nämlich auch meistens bei den Frauen, die zum Beispiel die Flüchtlinge-Frauen, die ein paar Kinder haben und trotzdem müssen eine Arbeit finden und oder etwas anderes machen. Es ist schon eine große Rolle. Also ich finde, die Frauen haben hier mehr Rolle als unsere Heimatland. Ich sehe viele Frauen, die zum Beispiel hier kommen, die erste wurden bei meisten, nicht bei allen, und das verstehe ich voll, weil manche haben Schule nicht besucht im Heimatland oder haben noch nie gearbeitet und die finden schon schwierig mit den Kindern oder auch alleine eine Arbeit machen oder eine Ausbildung weiter hier in Österreich auf eine andere Sprache weitermachen. Mein Tipp ist, die wichtige ist die deutsche Sprache. Wirklich, wenn man die Deutsch lernt, man hat viel zu viele Möglichkeiten. Auch manche Möglichkeiten, bevor ich sage mich selber, bevor ich die Deutsch lerne, habe ich immer an Zukunft gedacht, aber ich habe das immer schwierig gesehen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich mit den anderen Kontakt machen? Es wäre schwierig, dass ich hier weiter eine Arbeit zum Beispiel finde. Aber nachdem ich Deutsch gelernt habe, man hat viele andere Möglichkeiten und viele Chancen auch mehr. Also wichtig ist es, zuerst die deutsche Sprache zu lernen und man hat nachher auch eine Arbeit und egal, auch wenn eine Stelle ist und man sagt, das ist zu schwierig, diese Stelle zu bekommen oder diese Ausbildung zu machen, einfach probieren und bewerben und jeder hat eine Chance. Also das ist die beste, also in Österreich, dass jeder kann was machen, egal welches Alter, wie viele Kinder man hat, jeder hat etwas. Ich möchte nur wegen dem Arbeitssystem auch was sagen. Ja. Viele Frauen vielleicht haben Angst, dass sie mit der Arbeit hier beginnen oder vielleicht die wissen, deswegen ich habe an Integrationskursen gesprochen, dass sie vielleicht mehr Integrationskursen an die Frauen bitten, die noch nicht Schule besucht haben in Heimatland. Die wichtigste Unterschied finde, zum Beispiel in Österreich haben wir alle Rechte auf der Arbeit und das muss jede Frau das wissen. Jeder hat seine Rechte in der Arbeit. Wichtig ist, dass Sie wissen, hier in Österreich zur Zukunft, jeder muss eine Arbeit haben, also ohne Arbeit geht nicht. Und dazu braucht man viel Kraft, natürlich viel Geduld. Manchmal kommt eine Zeit, dass man sagt, man hat nicht etwas, aber es gibt immer Chancen. Danke Ihnen auch für dieses schöne Interview und hoffe, dass ich eine positive Teil an die anderen Frauen aufzeige.